Buy and Hold, diese drei Aktien eignen sich für die ewige Haltedauer. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich stelle euch heute mal wieder drei Unternehmen vor, die sich besonders gut eignen könnten für die Ewigkeit. Und es sind auch Unternehmen, die nicht jeder kennt. Also ich denke, da ist auf jeden Fall für den einen oder anderen was Interessantes mit dabei. Starten wir direkt rein. Das erste Unternehmen, das ich dabei habe, ist Iron Mountain. Iron Mountain ist ein REIT bzw. ein Spezialist für Informationsmanagement und man bietet da eben Lösungen für ja, die Speicherung, Verwaltung, Archivierung von ja, erster Linie physischen, aber auch digitalen Daten an und hat da auch ja, ein interessantes Geschäftsfeld mit im eigenen Unternehmen und zwar mit Rechenzentren und Cloud-Services. Da möchte man eben die digitale Transformation, die ja im Gange ist, unterstützen und hat sich einfach auch eine langfristige Kundenbindung hier erarbeitet. Man betreibt über 1450 Einrichtungen, mehr als 50 Ländern. Im Moment haben wir eine Dividendenrendite von 2,4%, also auch ein netter Dividendenzahler. Ausschüttungsquote völlig im Rahmen. 35 Milliarden Marktkapitalisierung und KGV bzw. das Price to FFO ist es 37. Und wir sehen auch jetzt hier mal die Weltkarte, also 5,5 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Man hat über 225.000 Kunden in 60 Ländern. Es ist ein wirklich eingesessenes Unternehmen. Im Qualitätscheck haben wir einen Score von 11 von 15 Punkten, also das ist auch durchaus ein guter Score. Umsatzwachstum gibt es einen Punkt Abzug, es ist eben schon sehr schwerfälliges, langsam wachsendes Unternehmen und nicht gerade aussagekräftig hier das Earnings per Share. Wachstum, aber ansonsten sehr grün und auch im Dividendencheck haben wir einen sehr guten Score. Hier gibt es nur einen Punktabzug bei der Finanzverschuldung. Da ist es aber natürlich auch eher typisch, dass REITs tendenziell eine höhere Verschuldung haben. Aber 14 von 15 Punkten durchaus auch eine gute Position. Wenn wir uns den Fair Value anschauen, sehen wir eben, dass der Kurs dem fairen Wert deutlich oder beziehungsweise den Gewinnen deutlich davongelaufen ist. Also man ist hier wirklich gerade hoffnungslos überbewertet im Vergleich der letzten Jahre bei Iron Mountain. Also das ist natürlich wirklich eine rasante Bewegung, vor allem hier so ab dem Jahreswechsel, also von 23 auf 24. Wirklich starke Performance, die hier im Iron Mountain hingelegt hat. Piotrowski F-Score sagt ein ähnliches Bild, also nur 4 von 9 Punkten. Aber dennoch die Dividende, wenn wir uns die anschauen, ja, die wird schon länger gezahlt. Es ist auf jeden Fall ein ja, stabiler und zuverlässiger Dividendenzahler. Die Prognosen sagen auch, dass die Dividenden hier weiter steigen sollen. Die Analysten raten gerade mit 78% tatsächlich immer noch zum Kaufen, 11% sagen halten und 11% raten zum Verkauf. Also das ist auch auf jeden Fall ein interessanter Dividendenwert. Wenn wir uns die Performance anschauen im Vergleich zum S&P 500, sehen wir, dass Iron Mountain, ja, also auch über weite Strecken eigentlich in S&P 500 deutlich hinter sich gelassen hat. So ab 2021 hat man da den S&P 500 überholt und ja, die Schere geht jetzt da immer weiter auseinander, vor allem so in den letzten 2, 3 Jahren und scheint jetzt auch nicht danach auszusehen, als wäre da jetzt bald irgendwie eine Änderung in Sicht. Also auf jeden Fall sehr interessant und könnte sich da auch eignen für jeden, der ja, langfristig orientiert versucht, den Gesamtmarkt out zu performen. Und ich meine, mit diesem Informationsmanagement, also mit der Speicherung von diesen Daten, da ist man einfach ein Unternehmen, das nie wegrationalisiert werden kann. Es ist ja, einfach ein sehr, sehr stabiles Geschäftsmodell, von dem her auf jeden Fall eine Aktie für die Ewigkeit. Bevor wir uns jetzt noch genauer den Chart anschauen von Iron Mountain, wenn dir dieses Video gefällt, lass doch gerne ein Abo für diesen Kanal da und einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefällt und du mehr solcher Videos sehen möchtest. Freut mich natürlich immer extrem und ist einfach für mich eine sehr gute Motivation. Dankeschön. Jetzt schauen wir uns den Chart von Iron Mountain an und wir sehen halt hier schon, dass wir langfristig eine ja, sehr, sehr lange Seitwärtsphase hatten, und zwar von 2012 bis 2021 mehr oder weniger, wo wir uns nur seitwärts bewegt haben. Jetzt dann eben dieser Ausbruch hier so 2020 und jetzt zuletzt eben eine Art Wochentrend, der sich hier schon länger etabliert hat. Das ist jetzt der einzige Trend, den man hier wirklich finden kann. Der ist wirklich dynamisch. Solange sich der hier aufrecht erhält, gehe ich auch eher davon aus, dass das Unternehmen weiter nach oben läuft. Aber wir müssen halt wirklich sagen, also es ist schon sehr überhitzt, das ganze Chartbild, diese ganze Bewegung hier, die ist schon wirklich sehr, sehr schnell und da sollte schon mal irgendwie mal eine Korrektur erfolgen. Ja, also diese krasse Seitwärtsphase glaube ich nicht, dass wir nochmal so tief kommen.
Also im Moment jetzt kein akutes Kaufsignal hier bei Iron Mountain, aber es ist ein interessantes Unternehmen. Sollte man sich definitiv mal auf die Watchlist nehmen, ist, denke ich, für jeden mal einen Blick wert, für den auch eben so Immobilien in Anführungszeichen mehr, also REITs in Frage kommen. Ja, schauen wir weiter zum nächsten Unternehmen und das ist PoolCorp. PoolCorp ist der größte Pool-Zubehörhändler weltweit, also ein Großhändler für Schwimmbadzubehör, Ausrüstung, Chemikalien. Die haben ein echtes Produktportfolio mit Sortimenten wie Poolpumpen, Filtersysteme, Reinigungsmittel, aber auch alles, was eben Ersatzteile angeht. Also man ist hier auch ja, einfach sehr interessant aufgestellt, weil man auch immer wiederkehrende Umsätze hat durch diese ganzen Pools, die man da eben verkauft, weil die natürlich auch gewartet werden müssen, die müssen sauber gehalten werden. Also man hat dann auch wiederkehrende Gewinne aus diesen verkauften ja, Schwimmbädern sozusagen. Also die Hauptkunden sind dann die Poolbauunternehmen, die bauen jetzt nicht selber, sondern das wird dann eben durch diese ja, Zwischenhändler gemacht. Aber dadurch wird dann eben nicht der Endverbraucher direkt hier zum Händler, sondern eben nur diese Zwischenkunden, also Poolbauunternehmer, Fachhändler und Serviceanbieter in dem Fall. Und man hat da auch eine interessante Akquisitionsstrategie. Auf jeden Fall haben wir im Moment ein KGV von 32, ja, relativ süße Dividende von 1,3%, 30% Ausschüttungsquote, also sehr gesund. Wir haben 14 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und von dem her auch ein ja, mittelgroßes Unternehmen. Es ist kein neues Unternehmen mehr. Was auch hier ganz spannend ist, das hat sich vor kurzem die Investorlegende Warren Buffett ins eigene Portfolio genommen. Also auf jeden Fall durchaus interessant. Und ich meine auch hier, ja, es ist ein langfristig interessantes Unternehmen mit, ja, ich denke auch einem Geschäftsmodell, das schwierig wegzurationalisieren ist. Also ich glaube, dass die Menschen immer irgendwie baden wollen werden und sich hier so Pools leisten möchten. Wir sehen ja auch mal das Poolcorp Profile. Wir haben hier 746 Milliarden Operating Income in 2023 gehabt. Man hat über 200.000 Produkte im eigenen Portfolio, 6.000 Mitarbeiter und 125.000 Kunden in 12 Ländern. Und hier sieht man auch mal die Verteilung der Verkaufszentren, natürlich stark fokussiert auf Nordamerika. Im Qualitätscheck haben wir einen Score von 13 von 15 Punkten. Hier gibt es nur Punktabzug bei der Stabilität des Umsatzwachstums. Man ist eben auch schon ja, abhängig vom Sommer. Also die Sommermonate, die haben natürlich einen saisonalen Effekt. Einfach da ist, dass das dann der Umsatz wetter- und saisonabhängig, was dann auch dazu führt, dass es Spitzen im Sommer gibt und im Winter dann eben weniger Gewinn und weniger Umsatz eingefahren wird. Dividendencheck haben wir hier einen Score von 13 von 15 Punkten. Auch hier ja, sehr, sehr gut. Ist auch ein interessanter Dividendenwert, was das Wachstum angeht. Wir haben ein Dividendenwachstum im Schnitt der letzten 10 Jahre von 19,4%. Also eignet sich auch für jeden, der ja noch nicht sofort auf die starke Dividendenrendite setzen möchte, sondern dem dann eben die Dividendenwachstumsraten, die dann relativ hoch sind, ausreichen. Wenn wir uns die Bewertung anschauen, sehen wir, dass Poolcorp im Moment ca. 10% unterbewertet ist, sich aber auch längerfristig meistens so in dem Rahmen bewegt. Also es ist ganz selten, dass Poolcorp mal fairen Wert hat bzw. drüber liegt. Aber im Allgemeinen kann man jetzt schon sagen, dass es auf jeden Fall eine interessante Situation ist, in der sich Poolcorp von der Bewertung her befindet. Piotrowski F-Score sieht auch sehr grün aus mit 8 von 9 Punkten. Wenn wir uns die Dividende noch genauer anschauen, sehen wir eine wunderschöne jährliche Steigerung. Die soll jetzt auch tatsächlich noch weiter gesteigert werden. Da gehe ich auch davon aus, es ist jetzt hier wirklich eine gesunde Historie. Wir haben 21 Jahre, in denen eine Dividende ausgeschüttet wird. Ja, die Analysten raten mit 31% zum Kaufen, 50% sagen halten, nur 17% raten zum Verkauf. Und wenn wir uns jetzt die Performance des Unternehmens im Vergleich mit dem S&P 500 anschauen, sehen wir, dass wir eine echte Hypephase hatten nach Corona, ja, wo natürlich die Zinsen relativ niedrig waren, wo es billiges Geld gab. Da hat dieser Sektor stark profitiert und als dann die Zinsen gestiegen sind, wir in diese Inflationskorrektur gerutscht sind, da hat dann eben Poolcorp wieder einiges an Kurs abgebaut. Jetzt eine lange Seitwärtsphase und das ist dann eben der Moment auch gewesen, wo der S&P 500 den Poolcorp outperformt hat. Aber wir sehen halt eben auch hier, auf lange Sicht hat Poolcorp über weite Flächen den S&P 500 deutlich hinter sich gelassen. Ich gehe auch davon aus, dass das tendenziell in Zukunft wieder so sein wird.
es ist jetzt eben ja eine Art Stabilisierung. Das werden wir jetzt auch gleich im Chartbild sehen. Bevor wir dazu kommen, wenn du noch einen Broker suchst, den besten und günstigsten Broker, den es gibt, dann kann ich dir auf jeden Fall Finanznet Zero empfehlen. Da kannst du dir hier eine Prämie sichern, und zwar von mindestens 25 Euro mit dem ersten Link in der Beschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar. Und das ist natürlich auch für mich indirekt eine Unterstützung. Danke auf jeden Fall. Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns hier auch noch den Chart von PoolCorp an. Und ja, Warren Buffett wird sich ja auch irgendwas gedacht haben mit dem Kauf, beziehungsweise seine verantwortlichen Investoren. Wir sehen jetzt hier langfristig wunderschönen Aufwärtstrend. Also ich habe den auch mal verdeutlicht mit den wichtigen Korrekturen, hier mit den Pfeilen. Und wir sind natürlich jetzt auch wieder in einer langfristigen Korrektur angekommen. Wunderschöner Monatsaufwärtstrend. Und wir sehen halt auch, dass hier 2021, 2022 es eine starke Überhitzung gegeben hat und die bauen wir jetzt einfach ab. Von dem her würde mich das jetzt auch nicht so stark beunruhigen, dass wir hier diesen Trendkanal ja, nach rechts verlassen haben mit dieser doch langen Seitwärtsphase, die jetzt hier schon ausgebildet wird. Ja, die wichtigste Unterstützung liegt auf jeden Fall hier so bei den 300 bis 330 US-Dollar. Die wurde hier auch schon mehrfach angetestet. Sollten wir hier noch mal runterkommen, interessant. Also dann mal hier schauen, vielleicht ein Einstieg, ob sich da einer anbietet. Natürlich immer ein Kaufsignal abwarten. Akut ist es jetzt nicht interessant. Wir müssten auf jeden Fall mal hier über diese 385 US-Dollar kommen, dass sich hier ja vielleicht ein erstes konservatives Kursziel oder Einstiegssignal anbietet. Und absolut konservativ ist dann eben hier drüber, also über 430. Da gehe ich davon aus, dass wir dann also Richtung 560 laufen, 85, also Richtung All-Time-High. Also Szenario A, Rücksetzer abwarten auf die grüne Zone, Kaufsignal nutzen, dann bestes CAV, alternativ mal hier drüber abwarten, ob der Kurs hier mit Wucht drüber kommt, dann ist es auch schon ein Kaufsignal. Und für die, die ganz konservativ vorgehen wollen, dann eben über 428 US-Dollar. Also auch für mich interessantes Unternehmen, liegt auch auf meiner Watchlist, aber ist jetzt vom Geschäftsmodell her nicht so extrem monopolistisch, wie ich es gerne habe. Ja, aber keine Anlageberatung. Jeder handelt immer mit eigenem Kapital und immer auf eigenes Risiko. Ja, schauen wir mal zum nächsten Unternehmen das ich mit dabei habe. Auch sehr interessanter Konzern. Und zwar handelt es sich um JB Hunt Transport Services. Das ist ein führender Logistikdienstleister und auch einer der größten Logistikunternehmen in den USA mit einem Fokus auf intermodale Transporte, also alles, was mit Schienen und Straßen zu tun haben. Die haben echt breites Serviceangebot, also Dienstleistungen im Bereich von Truckload, Dedicated Contract Services, intermodale Lösungen und natürlich klassisch Speditionslogistik. Und da hat man auch digitale Plattformen im eigenen Unternehmen und dem her ja, einerseits natürlich auch strategische Partnerschaften, zum Beispiel mit Union Pacific tatsächlich, mit dem großen Eisenbahngesellschaften und hat da einfach ein ja, sehr effizientes intermodales Netzwerk aufgebaut, das natürlich auch ja, absolut monopolistisch ist. Und hier ist es auch sehr schwer für neue Teilnehmer am Markt irgendwie Fuß zu fassen. Und wir haben im Moment einen KGV von 32, eine süße Dividende von 0,95% mit aber einer sehr niedrigen Ausschüttungsquote vom Free Cashflow, nur 13%, Marktkapitalisierung von 18 Milliarden, also auch mittlere Größe. Hier, wenn wir uns die Gewinnentwicklung langfristig anschauen, also hier in grün das Operating Income und das Revenue, der Umsatz in blau, sehen wir halt auch, dass JB Hunt ja wirklich ein echter Dauerläufer ist, langfristig seine Umsätze schön steigern konnte, vor allem 2022 hier in diesem Konsumhype natürlich ein sehr gutes Ergebnis erzielt hat. Da sind wir jetzt auch im Moment eher in einer Normalisierung. Das sehen wir auch gleich im Chartbild, aber an sich auf jeden Fall ja, langfristig geht da alles in die richtige Richtung. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Im Qualitätscheck haben wir einen Score von 13 von 15 Punkten. Hier gibt es nur Punktabzug bei der Nettogewinnmarge und bei der Stabilität des Umsatzwachstums der letzten 5 Jahre. Dividendenrendite, sehr guter Score, 14 von 15 Punkten. Es ist halt eben noch kein wirklich großer Dividendenausschütter, aber auch hier Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren liegt bei 11,84%, also auch durchaus starkes Wachstum. Das heißt, so in 10 Jahren könnte man dann schon knapp 2% Dividendenrendite haben, wenn jetzt diese Steigerung sich so weiter gehen würde. Wenn wir uns die aktuelle Bewertung anschauen, also Kurs zum Fair Value, sehen wir, dass JB Hunt im Moment ja leicht überbewertet ist, aber ich würde eher sagen sogar fair bewertet.
und wir laufen da jetzt eben auch schon sehr lange seitwärts. Ich gehe da auch eher davon aus, dass wir jetzt mal schön langsam einen Boden finden und uns wieder nach oben bewegen. Piotrowski F-Score haben einen Score von 6 von 9 Punkten, also ganz okay. Wenn wir uns die Dividende anschauen, schöne Dividendenhistorie, auch mal so ein paar Hochphasen, Tiefphasen mit drinnen. Wir zahlen jetzt hier schon seit auf jeden Fall 2004 eine Dividende. Ja, Prognose sagt, die soll tendenziell auch gesteigert werden, hängt natürlich dann auch immer vom Geschäft ab, wie das läuft. Es ist ja auch sehr konjunkturabhängig, generell dieser ganze Logistikbereich, und die Analysten raten im Moment zu 60% zum Kaufen, 36% sagen halten und nur 4% raten zum Verkauf des Wertpapiers. Wenn wir uns die Performance im Vergleich zum S&P 500 bei JB Hunt anschauen, sehen wir auch hier, dass wir tendenziell immer mal so ein bisschen über dem S&P 500 gewesen sind. Jetzt eben durch diese lange Seitwärtsphase, ja, seit einem Jahr circa dann ein Stückchen unter dem S&P 500. Also läuft ungefähr gleichmäßig mit dem S&P 500 mit, bei einer deutlich wenigeren Volatilität, würde ich sagen. Also es ist halt eben auch jetzt hier in dem Fall ein Unternehmen, das nicht mehr verschwinden wird mit diesem ja auch einfach eingesessenen und geschlossenen Markt, mehr oder weniger, wo einfach keiner mehr richtig reinkommen kann. Ist es auch eine sehr sichere Wette. Von dem her ist es wahrscheinlich auch dann zu verkraften, dass man möglicherweise dem S&P 500 nicht ganz Schritt halten kann. Auch hier gucken wir uns jetzt noch den Chart an von JB Hunt, und da gibt es eigentlich auch eine sehr interessante Situation im Moment. Langfristig gesehen haben wir einen wirklich schönen Trendkanal auf Monatsbasis. Den habe ich hier mal eingezeichnet. Der ist auf jeden Fall dynamisch, und an sich sehen wir jetzt auch, dass wir uns schon langsam hier nach rechts bewegen durch diese doch lange Seitwärtsphase, die wir ausbilden. Wir haben eigentlich zwei wichtige Zonen. Also die erste wichtige Zone, die ich auch für am relevantesten halte, ist jetzt die von der Seitwärtsphase. Ich denke nicht, dass wir die nochmal nach unten verlassen. Also wenn wir unter 153 gehen, das wäre jetzt nicht so schön. Dann könnten wir uns aber hier stabilisieren in der nächstwichtigen Zone, also in der Zone 2, so um die 130 US-Dollar, das wäre auch in Ordnung. Ich gehe aber tatsächlich tendenziell davon aus, dass wir jetzt bald ausbrechen. Also sobald wir hier nach oben die Range verlassen bei 220 Dollar, dann geht es auf jeden Fall Richtung neue Allzeithochs. Wir müssen jetzt eben diese Seitwärtsphase ja, auflösen, entweder nach unten oder nach oben. Solange wir hier nicht drüber kommen, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass wir einfach weiter uns in der Range bewegen. Also sollten wir nochmal hier runterkommen auf 150 US-Dollar, dann auf jeden Fall spannend für langfristige Käufe. Und ja, sonst mittelfristig ist noch kein Kaufsignal, würde ich jetzt eher noch die Füße stillhalten. Aber es ist auch einfach ein sehr interessantes Unternehmen und natürlich von der Volatilität her eher ja, eine ruhigere Anlage, und ja, auf jeden Fall geeignet für jeden, der hier ein Dividendenwachstumsunternehmen möchte. Auf jeden Fall mal auf die Watch legen. So, schauen wir noch weiter auf die Performance im Vergleich zum S&P 500 aller Unternehmen. Das haben wir gerade schon gesehen. Und wir sehen, dass Iron Mountain hier vor allem in den letzten 2 Jahren alles deutlich hinter sich gelassen hat. Auf Platz 2 liegt jetzt hier auf Sicht der letzten 5 Jahre der S&P 500 mit einem Total Return. Dann kommt PoolCorp und dann JB Hunt. Ja, aber lass mich doch gerne mal wissen, was du von den Unternehmen hältst. Kommen die für dich auch in Frage für ja, eine Haltedauer, ja, ewige Haltedauer, also für die Ewigkeit? Oder sagst du, nee, die sind mir dann doch zu wenig sicher? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Abo da, das auf jeden Fall nicht vergessen, natürlich Daumen nach oben. Und wenn du dich jetzt noch interessierst für die Aktie von Mondelez, die aktuell eine Dividendenrendite von 3% hat, und dich fragst, ob da sich der Einstieg lohnen könnte, dann check doch gerne mein letztes Video dazu aus, oder natürlich auch mein Video zu ASML, da habe ich dir verraten, wo ich ASML kaufen würde. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.